Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Vampire, the Masquerade Swansong. Okay, es wird etwas blutig werden und ganz ehrlich, ich habe Angst vor dem Spiel. Ich habe echt Angst. Nicht vor den Vampiren, nicht vor dem Blut, nicht vor Gewalt, sondern... weil ich weiß, ich werde so richtig verkacken. Ich weiß jetzt schon, ich werde Entscheidungen treffen, die ich später bereuen werde. Ich werde viele Entscheidungen treffen, die falsch sind und es wird ganz schrecklich werden. Aber ich habe halt Bock auf dieses Spiel und deswegen müssen wir jetzt hier zusammen einmal durch. Alright, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Oh Gott, das wird so schrecklich. Okay, Gemächer des Prinzen, 4. September 2019, 23 Uhr. Der Hof von Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen, das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. Lisha und Caleb werden vor den Prinzen zitiert. Alright. Vampire befinden sich unter uns. Ohne dass wir es wussten, haben wir ihre Städte gebaut, ihre Kriege ausgetragen und ihren Hunger gestillt. Seit Jahrhunderten haben sich diese Kreaturen in rivalisierenden Sekten organisiert, von denen die Camarilla die größte ist. In ihren Domänen setzen sie Höfe der Camarilla die Masquerade durch. Eine globale Verschwörung, mit der die Existenz von Vampiren vor der Welt der Sterblichen verborgen werden soll. Wer gegen die Masquerade verstößt, wird zum endgültigen Tod verurteilt. In Boston gehen sich die Fraktionen der Vampire schon lange gegenseitig an die Kehle. Nach zahlreichen Konflikten hat der neue Prinz, Hazel Iverson, nun einen brüchigen Pakt mit der Gruppe Blutmagier geschlossen, die als das Hartfold Gildenhaus bekannt ist. Diese Allianz soll nicht nur Stabilität in diese Domäne bringen, sondern dem Prinzen auch den Handel sichern. Also das Schmuggeln von Blut und sterblichen Opfern, die der Vampirelite zu Diensten sind. Heute Nacht feiern die Untoten. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Vampire, the Masquerade Swansong. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. So, erstmal ein Happenpappen, ne? So einen kleinen Snack für zwischendurch.
What's going on? It's the prince. We must go quickly. Gemächer des Prinzen, 23 Uhr. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck. Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Dialog, Fähigkeiten. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Deine Fähigkeitsstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert seiner Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs etwas Willenskraft zurück. Okay. So, okay, wir haben bessere Psychologie als Journey. 100% Erfolg, 0%. Ja, nimm natürlich das, ne? Sie hat nichts zu verbergen. Und es kostet uns 3 Punkte. It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem, Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Okay, was ist denn ein Code Red? Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones? It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. Wie jetzt? Kein Internet? Handys weg? Was ist das denn für ein Verein? Okay, wir räumen auf? What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Okay, wir wechseln, glaube ich, mal das Thema. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Dialog, Disziplin. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplin. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren steht auch allen Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sie nicht vor Disziplin schützen. Der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Oh, ich hab's befürchtet. Bluthunger, ne? Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein, okay. Vampire, die ihren Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen,
und von ihm trinken. Und dann würden wir auffliegen. Ich glaube, das ist nicht gut. Also wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass diese Leiste nicht voll wird. Okay. So. Okay. 0% Erfolg, 0% Erfolg. So, das wird uns 3 von den Willenskraft kosten und das 3, ja. Das kann ich gar nicht nehmen, ne? Okay, wir sollen auf jeden Fall das nehmen. Wir probieren es mal. April schmeicheln. Fehlschlag, ja, natürlich. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Emem. My dear Emem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Also ich habe ja den Eindruck, dass so ein bisschen eine Widerspenstige ist und sich nicht gerne was sagen lässt. Okay, so, wir gehen mal. It's gonna be a long night. Ja. Moin, Jungs. Na, alles frisch? Welcome. Ja, danke. Oh, habt ihr einen schönen Abend? Oh, ich kann mit ihm reden. Good evening. Ja, guten Abend. So, oh. Ich glaube, so stelle ich mir wirklich auch das Leben eines Vampirs vor. Wir werden unendlich Kohle haben und dementsprechend hier die richtig schicken Häuser. Okay, was ist denn da vorne los? Consider it done. Who's she, Caleb? Emem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Wo soll ich das wissen? Ich bin das erste Mal hier. Alle hätten auf dieser Party sein sollen. We should have all left by now. Are you worried about the Code Red? I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Das ist mein Sohn? Ja, der kommt aber mehr nach der Mutter, ne, würde ich mal sagen. Ist er jetzt ein echter Finanzhai? Mitglied der ersten, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er ein Finanzhai, oder? He is tortured by a demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly.
But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Dialogfokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um eine oder zwei Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von einem Punkt aufweisen. Disziplin oder Kenntnis kannst du nicht fokussieren. Okay, wir probieren es mal. Warte. Kann ich nur das eine? Ach so, okay, ich verstehe. Ja. Warte. Okay, hier könnte ich... das wäre aber nur 30% Erfolg. Warte mal. Unentschieden. Sind die Stufen der Fähigkeit oder Disziplin identisch, ist das Ergebnis des Konflikts ungewiss. Die Siegeschancen lassen sich durch Boni oder Mali oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen. Okay, wir haben eigentlich 2:2, aber nur eine Erfolgschance von 30%. Das können wir gar nicht machen, ne? Ah ne, wir können 6 einsetzen. 100%, okay. Ach, die kann das auch einsetzen? Verdammt! Das ist nicht fair! Nein! Okay, es wird ausgewürfelt. Fehlschlag. Gegnerverhalten. Deine Gegner können auch ihren eigenen Fähigkeiten fokussieren. Das habe ich gemerkt. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufe. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Okay. Deswegen wahrscheinlich nur 30% und nicht 50, oder? Ich habe keine Ahnung. Je aggressiver du bist, Fähigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplin, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenso fokussiert. Okay. Das heißt, wenn wir andere Vampire fokussieren, sollten wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Ja, mache ich sofort. Ist denn hier sonst noch irgendwas zu sehen? I haven't seen her. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but... Nobody's answering? No. Das ist nicht gut. So, kann ich hier noch mit irgendjemandem reden? Moin! Hey, Abby. Hey, Was weißt du über den Code Red? Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please?
I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. Ja, das I wusste bet ich. she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Naja. Alle halten sie für die Schuldige, so wie es aussieht. So, ach, das ist der Sohn, ne? Der Sohn von Caleb. Moin. Ma'am, we haven't seen you here in ages now, have we? Und ich werde auch so schnell wie möglich wieder hier verschwinden. Weiß er was über den Code Red? Nee, das... Mach mal hier. It's not like I'm doing everything I can to stay the hell away from here. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You wanna invest? Don't tempt me. Oh shit, nee, das will ich nicht. Meine Clubs sind nicht profitabel. Nee. Vergiss es. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Caleb. Ja, warte mal auf dein Papi. So, ich glaube, wir können einmal... Ja, sonst ist hier nichts. Wir gehen einmal... Oh, ich kann sogar laufen. Gut, wir gehen einmal zum Prinzen. What a shitty night. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Das werden wir gleich herausfinden. Wo sind wir jetzt hier? Hä? Wieso schwebt das alles? Herzlich willkommen zu Deliver Us the Moon. Nee, ich hab keine Ahnung. Aber es scheint ja hier ein Krankenhaus zu sein, ne? Was hat das zu bedeuten? Ist das jetzt vor allen Dingen MM, die das sieht, oder... Was soll uns das sagen? Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der Prinz hier zu finden ist. Merkwürdig. Leisha, instabile Seherin. Ach, hat sie das... Okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Okay, ich verstehe. Also hier, Leisha ist ja eine Seherin und ich glaube, das, was wir eben gesehen haben, dieses Krankenhaus, das war irgendeine Vorahnung von ihr. Hörte sich zumindest so an. Und who the fuck, warum brauchen Vampire Psychiater, alter Verwalter? So, ich habe sie so sehr vermisst. Ich habe sie so sehr vermisst. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here, because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much.
If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Wir sollten dem Prinzen mehr Respekt zeigen. Nee. Ich glaube, du weißt nicht, wie ernst die Lage ist, ne? You shouldn't make light of the situation, believe me. There aren't many of us who have experienced a code red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Emmen ist auch echt ein kleiner Heißsporn, ne? Die ist ja echt richtig bockig. So, ja, komm, wir schieben mal die Schuld auf den anderen Typen hier. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Guten Abend, ja, danke schön. Okay, jetzt verstehe ich. Warte mal, die Seherin. Ganz am Anfang hatte man doch hier und Caleb und, wie heißt die? Joyce? Ich hab's vergessen. Die hat man, ne, beziehungsweise die Seherin nicht, aber viele andere von den Vampiren, die lagen tot auf dem Boden. Und hat sie da irgendwelche Vorahnung gehabt? Ich weiß es nicht. So, Luis, rebellischer Star. Ja, da haben wir schon gemerkt. Die Diva, die Bostons Nächte erhält. Es kann allerdings gefährlich sein, Licht in die Welt der Finsternis zu bringen. weiß das, aber es ist ihr egal. Das haben wir schon gemerkt. Profil wählen. Ermittler. 1000 Sassa, warte mal. Profil, das sich auf die Kenntnisse und Fähigkeiten konzentriert, mit denen du verdeckt... Aber, okay, müssen wir jetzt aussuchen. Verbessert von Attributen, die große Auswahl von Fähigkeiten konzentriert. Maximale Anzahl an Interaktionen. Veteran. Ach, hier können wir auch... Warte mal, ich nehme frei. Ah, wir können das hier auch frei wählen. Alles klar. Charakterbogen. Zu Beginn einer Szene kannst du die Fähigkeiten deines Charakters mit Erfahrungspunkten verbessern. Diese Fähigkeiten werden in 2 Bereiche aufgeteilt: Charakterbogen und Disziplinbogen. Attribute. Jedes Attribut wirkt sich auf eine bestimmte Liste mit Fähigkeiten und Disziplinen aus. Attribute erhöhen die Siegeschance, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Okay. Wenn du sie verbesserst, senkst du automatisch die Kosten für die Willenskraft. Das wäre schon mal nicht schlecht. So, Kenntnis. Der Einsatz von Kenntnisfähigkeiten kostet keine Willenskraft. Die lassen sich durch Verwenden von Fokus nicht verbessern. Okay, wir gucken mal. Warte. Okay, wir haben... Ah, alles klar. Okay. So, wir haben 130 verfügbare Erfahrungen. Das heißt, wir können entweder hier leveln oder hier leveln. Sehe ich das richtig? Körperlich.
Wenn die Dialogwerte gleich hoch sind, wird der Sieger durch 1% einschüchtern. Geschwindigkeit. Gesellschaftlich. Ach so, warte mal. Körperlich ist also einschüchtern. Gesellschaftlich ist Rhetorik und Überzeugen. Und geistig ist Psychologie. Und hier haben wir schon eine. Überzeugung. Okay, warte. Ich muss mir das genau angucken. So, eine Disziplin mit einem Charisma verknüpft ist. Okay. Übernatürliche Wahrnehmung. Geschwindigkeit, Präsenz, Aspekt. Okay. So, das haben wir schon gelernt, ne? Ja, das haben wir schon gelernt. So, Ehrfurcht. Was hätten wir hier als nächstes? Samthandschuhe. Und was macht das? +1 Präsenz. Okay. Was haben wir hier? Aus Specs. Psychometrie. Aus Specs-Sicht direkt. Ach nee, deckt Interaktion in Bezug auf die Erinnerung. Gegenstand auf. Die Hungerkosten hängen von deinem. Okay. Das hört sich schon mal gut an. Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, brauchen wir Geschwindigkeit? Shit, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir brauchen. So, Rhetorik. Ich glaube, Rhetorik wäre gar nicht schlecht, ne? Komm, ich nehme das mal. Was hat das gekostet? 30. Einschüchtern, Überzeugung, das haben wir schon. Psychologie. Überrede andere, das zu tun, was du willst. Auch gut. Die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Es ist alles. Wir brauchen das eigentlich alles, ne? Das kostet 10, das kostet 10. Die Fähigkeit, präzise Schlussfolgerungen aus einem oder mehreren Hinweisen in der Umgebung. Ja. Breites Spektrum an Wissen über die Gesellschaft der Menschen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? So, warte mal. Ich gehe nochmal. Ich würde tatsächlich hier. Das kostet schon 45, ne? Das ist auch 45. Das kostet alles 45. Ich weiß nicht. So, das kostet 30. 10. Okay, die kosten nicht so viel hier, ne? Die kosten alle nur 10. Okay, dann würde ich mal jetzt hier den hier noch nehmen. Aus Specs. Das brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. So, dann machen wir mal hier noch. So, wir können auf jeden Fall einmal Sicherheit. Technologie. Ich glaube, hacken wäre gar nicht schlecht, ne? Das ist hier. Schlösser zu knacken. Und das war, was war das? Der Grad der Vertrautheit im Umgang mit elektronischen Geräten. Was ist jetzt der Unterschied? Ach, Schlösser knacken und Geräte knacken. Alles klar. So, ich glaube, Rhetorik ist in diesem Spiel recht wichtig. Ich würde das nochmal nehmen. Oh, jetzt haben wir nur noch 45. So, und das kostet aber jeweils alles nur 10. Dann würde ich einmal das nehmen. Warte mal, Psychologie würde ich einmal nehmen. Jetzt kostet das schon 30, ne? Einschüchtern würde ich einmal nehmen. Wir haben noch 15. Technologie weiß ich nicht. Ich würde nochmal Schlussfolger nehmen. So, wir haben noch 5 Punkte, aber die können wir nicht einsetzen, ne? Nee. Ich muss es erstmal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das so okay ist oder ob das absolute Katastrophe ist, was wir hier machen. So, okay. Hazel. Delson. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened?
You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Es ist nicht ihre Schuld. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Ja, ist ja gut. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Aha. Könnte es sein, dass Hazel, also der Prinz, irgendwas zu tun hat mit dem Verschwinden des Quentin King oder wie er jetzt hieß? Und dass deshalb die Erstgeborenen sich so ein bisschen gegen sie sträuben? Ich habe keine Ahnung, aber es kommt mir so ein bisschen vor. So, ich glaube, können wir hier sowieso nicht machen. Deswegen ist es besser, wenn wir weiter schweigen. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Ja, okay, Hilda ist also die Mutter von MM. Ja, die Frage ist aber, warum will der Prinz plötzlich uns in dem Rat der Erstgeborenen? Irgendwas muss ja dahinter stecken. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Und ich glaube auch nicht, dass MM groß Bock drauf hat. Ich muss darüber nachdenken. I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Das frage ich mich auch. Warum will sie, dass wir in dem Rat der Erstgeborenen sind? Ich bin mir sicher, sie hackt irgendwas aus. So, wir gehen erstmal ein Trinken, ne? I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Die Jagd. Sicheres Gebiet. In einem sicheren Gebiet kann dich niemand beim Trinken beobachten. Du findest es, indem du deine Umgebung erkundest. Du kannst nur eine Beute gleichzeitig in einem sicheren Gebiet schicken. Okay. No news from anyone. Do you think they're... Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Was tuscheln die da? Okay, das heißt, das hier sind alles Menschen,
die sich bereitwillig dazu hier hingestellt haben, damit wir aus ihm Blut saugen können. Okay, bisschen krank, aber oh, nices Bild. Was? Wer hat da gerade was gesagt? So, ist das hier eins von diesen sicheren Orten? Ja, alles klar. So, die Jagdbeute. Beute wird immer dann sichtbar, wenn du dich ihr näherst. Um zu trinken, musst du in ein sicheres Gebiet finden, in das du deine Beute locken kannst. Konzentriere dich auf isolierte Beute. Wenn sie von potenziellen Zeugen umgeben ist und die Beute in ein sicheres Gebiet schickst, steigt der Verdacht, dass du es warst. Ich verstehe. So, das heißt, wir könnten jetzt einen von diesen Typen hier reinlocken. Ah, das sieht so aus. Ich glaube, das... Ja. Okay. Ja, wir haben schon wieder 8 Punkte. Wir müssen dringend was essen. Okay, ich würde mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Und dann, ich glaube, dann geht das Spiel auch erst richtig los. Bisher war ja ein bisschen viel Vorgeplänkel, aber im nächsten Teil, glaube ich, geht's richtig los. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns, ne, beim nächsten Mal. Vergesst den Daumen nicht und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.